Wir sind Jessie und Roberto und seit 3 Jahren bereisen wir entlang der Panamericana die Amerikas. Dass diese Reise einige Extreme mit sich bringt, war uns schnell klar. Aber manchmal kommt es wirklich dick und nicht nur im Positiven. Wow, das war mal ein Grenzübergang. Immer wieder aufs Neue gilt es, Entscheidungen zu fällen. Manchmal bleibt nur zu hoffen, dass man den richtigen Weg gewählt hat. Selbst wenn es anfangs nicht so scheint. Hier endet der Weg für uns. Mit dem Van kommen wir nicht weiter. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Ihr seht und hört schon, wir sind wieder unterwegs. Es geht mal wieder über eine Grenze. Wir wollen von Argentinien nach Chile fahren, aber wir haben uns gegen den normalerweise genutzten Grenzübergang der Region entschieden. Wir nehmen die Grenze Huahum, die ein bisschen besonders ist. Was sie so besonders macht, das erleben wir heute. Auf jeden Fall ist auch schon die Fahrt dahin wunderschön. Die Berge, die Wälder, die Landschaft ist traumhaft. Und weit ist es auch nicht mehr. Sieht so aus, als wären wir tatsächlich schon hier. Ja. Paso Huahum. Ah, die ist aber größer, als ich erwartet hatte. Hier mal rein. Ja. Gehen wir mal rein. Gut. Da ist gar niemand. Aber offen sollten sie schon haben. Mal sehen, vielleicht kommt gleich wer. Salimos. ¿Dos pasajeros nomás? República Checa. Die Ausreise war wie immer sehr entspannt. Ich fand es lustig, als wir da reingegangen sind, war niemand da und auf einmal hat es sich ein bisschen gefüllt und der Grenzbeamte meinte auch, also wenn nicht gerade Hauptsaison ist und Ferienzeit, kommen vielleicht 3, 4 Leute pro Tag hier durch die Grenze, aber wenn Hochsaison ist, dann ist richtig viel los, dann kommen ganz viele, die einfach zwischen Chile und Argentinien hin und her wechseln. Aber ja, auf jeden Fall, jetzt fahren wir 2 Kilometer etwa. Ja, etwa 2 Kilometer. Und dann sollten wir am chilenischen Grenzposten sein. Da wird es spannend. Das sieht hier nach Grenze aus. Ja. Zumindest, doch, das ist die Grenze. Die ist richtig groß. Krass. Gracias. Gracias Igualmente. igualmente. La placa es el 6AZ. Sí, no se está mirando el sí. Hola, buenas. ¿Su ticket? Sí. ¿Si pueden abrir? Sí. ¿Algo más de alimento que traigan? Aparte de esto. ¿Qué es? ¿Aquí? Solo estos como Ya. queques y esto. Ah, chileno. Sí. Decime que estamos allá. ¿Solo esto? Sí. Vale, perfecto. Igualmente, ciao. Wow, das war mal ein Grenzübergang. Wie lange waren wir jetzt da? Stunde? Eine Stunde. Und die haben wirklich
alles im Van auseinandergenommen. Die wollten jede Ritze sehen, die haben unter das Bett geguckt, in alle Schränke, in den Kühlschrank natürlich und sogar aufs Dach wollten sie. Wo ich mir dann dachte so, oh, ihr werdet da nichts finden. Das ist einfach dieser Aufwand, nur diese Befestigungen zu lösen und wieder das alles reinzuordnen. Das lohnt sich gar nicht, weil wir dann keine Lebensmittel haben. Wir haben ja auch nichts versteckt. Nein! Also, wir haben es ja offen da liegen lassen. Genau, wir hatten ein bisschen was an Gemüse, eine Zwiebel, Knoblauch, eine verschrumpelte Paprika. Und wir haben ihnen ja auch gesagt, dass wir diese Sachen dabei haben. Die haben sie dann auch genommen. Und das war auch in Ordnung. Aber boah, also so auseinandergenommen wurden wir, glaube ich, auf der gesamten Reise noch nicht. Eine Sache haben sie gefunden, was sie uns weggenommen haben, nämlich Linsen. Wir hatten chilenische Linsen. Ja. Und die waren okay, aber die Linsen, die wir aus Mexiko glaube ich, hatten, ja, die waren nicht okay. Das wussten wir nicht. Wir dachten ja, wenn das sowieso eingeschweißt ist, dann ist es ja überhaupt kein Problem. Aber anscheinend ist es ein Problem. Ja, also das ist ja schon irgendwie witzig. Man hat 2 Beutel Linsen und der eine ist in Ordnung und der andere nicht. Aber klar, chilenische Herkunft bei der Einreise nach Chile macht irgendwie schon auch Sinn. Ja. Oh, ja. Naja. Irgendwie schlaucht sowas. Ich meine, sie machen auch nur ihren Job und es hat ja auch komplett seine Berechtigung. Und wir haben auch wirklich versucht, diesmal vorbildlich zu sein und uns gut vorzubereiten, aber manche Dinge hat man einfach trotzdem nicht auf dem Schirm. Naja, aber es hätte auch schlimmer sein können. So viel ist ja nicht weggekommen. Ja. Und jetzt schauen wir voraus, denn in 5 Minuten sind wir schon am nächsten Halt, an der nächsten Station. Hier geht es wirklich zack auf zack. Und ja, dann sehen wir, was außerhalb der Kontrolle diesen Grenzübergang ebenso besonders macht. Hier endet der Weg für uns. Mit dem Van kommen wir nicht weiter, aber auch nur, weil die Straße hier endet und man stattdessen einen See überqueren muss mit einer Fähre. Mit dieser Fähre hier werden wir den See Pirihueco durchqueren. Wir fahren nämlich der Länge nach einmal quer über den See, das dauert etwa 1,5 Stunden, soll aber auch recht schön sein. Es gibt nämlich ein chilenisches Pendant zu den argentinischen 7 Seen und dieser See ist einer davon. Wir werden also hoffentlich schöne Aussichten haben von der Wasseroberfläche aus auf die Berge, auf das schöne Blau des Wassers. Und das hilft uns vielleicht auch, die Anspannung von vorhin ein bisschen besser abzulegen. Ich freue mich schon. Hola. Pase por acá A la izquierda. y suba nomás, por favor. ¿Ya podemos subir? Sí. Vale, gracias. Ja, los geht's. Ja, und hier sind wir. ¿Está bien? Muchas gracias. Auf dieser Fähre haben, glaube ich, so 15, höchstens 20 Autos Platz. Das ist eine ganz kleine Fähre, aber das macht es familiär. Auf jeden Fall scheint bisher alles gut zu klappen. Jetzt schaue ich mal, wo Roberto ist. Hat hier alles geklappt? Jo. Mal rückwärts einparken. Ja, diesmal wirklich. Ja. Na gut. Va a transitar por cubierta principal o por la zona, por favor hágalo con mucha precaución, evite correr y utilice pasamanos para subir y bajar escaleras. Necesitamos también cuidar sus abstenencias ante cualquier duda o consulta y las armonías de la tripulación. Ich glaube, wir haben uns heute wirklich den idealen Tag für diese Fährfahrt ausgesucht. Das Wetter ist perfekt, der Himmel ist blau, es ist keine Wolke zu sehen und auch der See, dieses Blau, dieses tiefe Blau, das ist unglaublich. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass das Wasser von einem Gletscher ursprünglich kommt, aber trotzdem so mit diesen bewaldeten Hügeln rundherum, das hat so was Friedliches und es ist anders, als wenn man Auto fährt. Da kann man einfach viel besser abschalten und auch ein bisschen mehr zur Ruhe kommen.
Obwohl ich auch sagen muss, ich spüre ganz schön die Sonne langsam im Gesicht. Also allzu viel draußen sein sollten wir heute, glaube ich, nicht, aber es ist trotzdem, ich finde es wunderschön. Schön, wie man hier auf der Fähre auch immer wieder mit Leuten in Kontakt tritt. Der Herr hat uns gerade gezeigt, dass hier auf dem Felsen ein Esel zu sehen ist. Ich hätte den niemals gesehen. Also man sieht auf jeden Fall die Ohren, das Gesicht und den Körper. Also ist schon witzig, was man hier so mitten im Nichts sieht. Aber also ein echter Esel? Nee, kein echter Esel. Auf einmal wurde es noch richtig stressig. Einer der Passagiere hat uns angesprochen und er hatte einen Plattfuß, einen Nagel im Reifen. Und ja, wir haben ihm noch geholfen, den Reifen aufzupumpen mit unserem Kompressor, genau. Oh, hat alles geklappt, bis zur letzten Sekunde. So wird es auf jeden Fall auch nicht langweilig auf der Fähre. Ciao! Ja, er geht jetzt zum Reifenhändler hier und dann repariert er das. So, und wir gehen weiter. Wo fahren wir hin überhaupt? Keine Ahnung, einfach mal die Straße nach. Okay, links, rechts. Fahren alle nach links. Also fahren wir auch nach links. Immerhin sind wir heute gut vorbereitet. Wir haben uns nämlich schon ein paar potenzielle Schlafplätze rausgesucht. Das heißt, wir fahren einfach, solange wir Lust und Energie haben, und da, wo wir dann halten wollen, da werden wir auch in der Nähe was finden, wo wir übernachten können. Wir würden uns ja gerne schon unserem nächsten Ziel annähern. Also ja, gucken wir, wie weit wir halt einfach kommen. Die Fähre war jedenfalls ein voller Erfolg, würde ich sagen. Also mir hat es richtig gut gefallen. Ich glaube dir auch, oder? Ja, voll. Ich habe es richtig schön gefunden mit den Bergen dazwischen und es ist ein kleiner Fjord. Ja, schon. Obwohl es Süßwasser war. Aber für mich hat es sich auch so angefühlt. Ah ja, und wir haben etwa 23.000 Pesos chilenische bezahlt. Also vorher reserviert und vor Ort mit Karte bezahlt. Und das sind umgerechnet etwa 22, 23 Euro. Also es ist voll in Ordnung. Man merkt einfach, dass es keine touristische Fähre oder ein Schiff ist, sondern einfach nur ein Transportmittel, weil einfach keine Straße da ist. So läuft es hier halt. Guten Morgen. Wir sind vorgestern an diesem tollen Stellplatz hier angekommen. Ich wusste, es ist ein Strand direkt am See, aber dass wir so in dieses Vulkanthema reinkommen, hatte ich echt nicht erwartet. Wir sind ja hier in einem Vulkangebiet. Der bekannteste Vulkan hier ist Villarrica, den sieht man jetzt gerade leider nicht, aber
dass sogar am Strand hier alles mit diesem Vulkankies bedeckt ist. Das hatte ich gar nicht erwartet. Also das ist alles entweder schwarzer Sand oder diese roten Steine. Und die sind richtig leicht. Die sind richtig leicht, die sind auch ganz porös, also haben viele Luftblasen. Und ja, es ist ganz besonders. Es ist sehr speziell hier. Wie Jessie ja gemeint hat, sind wir vorgestern hier angekommen. Und gestern haben wir den ganzen Tag einfach nur genossen. Es hat so richtig gut getan, hier in den See zu baden, ein bisschen Sport zu machen und einfach nicht vor dem Laptop zu sitzen und was zu arbeiten, sondern einfach mal zu genießen. Das hatten wir ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Gestern war der Tag auch wunderschön, also blauer Himmel. Heute ist es ein bisschen komisch, also er ist ein bisschen diesig. Man riecht auch Feuer und wir haben vorhin noch im Internet gecheckt und das sind tatsächlich Waldbrände hier in der Nähe. Hatten wir, glaube ich, das letzte Mal irgendwo in Kanada, aber ist ganz schön komisch, also weil gestern alles so blau war und innerhalb eines Tages sieht es dann so aus. Richtig verrückt die Sache hier. Aber ja, wir wollen jetzt auch weiter. Wir haben heute noch was richtig Tolles, auch was für die Seele. Und da würde ich sagen, wir legen gleich los und fahren dahin. Die schönsten Plätze muss man sich ja oft ein bisschen verdienen. So war es auch hier. Aber ich finde, das weckt auch so ein bisschen dieses Entdecker-Feeling, wenn man da ankommt. Und das macht es umso schöner. Und wir haben auch, glaube ich, den gestrigen Tag wirklich gebraucht. Und das hängt auch damit zusammen, was wir uns heute für ein Programm ausgesucht haben. Wir spüren nämlich, dass wir in der letzten Zeit, für unsere Verhältnisse zumindest, sehr schnell unterwegs waren. Wir haben wirklich fast jeden Tag etwas Neues gesehen, erlebt, sind unterwegs gewesen und ja, mit Arbeit und allem drum und dran ist das für uns doch schon sehr intensiv. Also haben wir uns gedacht, mal einen Tag Pause, wieder runterkommen und auch der heutige Tag wird sehr entspannt werden, hoffentlich, denn wir fahren in eine der zahlreichen Thermen, die es hier gibt. Und zwar nicht in irgendeine. Hier sind auch die Termas Geometricas, die sehr bekannt sind. Das ist ein ganzes Areal von verschiedenen Bädern und Quellen und es muss wahnsinnig schön sein, es soll sehr schön angelegt sein und ich freue mich so. Ich glaube, ich werde da richtig zerschmelzen in diesem warmen Wasser. Es passt ja eigentlich auch, dass heute das Wetter so ein bisschen schmuddeliger ist durch den ganzen Rauch hier. Und es ist auch kühler als gestern, das merkt man schon auch. Ja, ich freue mich riesig. Wir fahren, glaube ich, etwa eine halbe Stunde und dann sollten wir da sein. Und dann kommt der schöne Teil. Da sind wir und wie es aussieht, sind wir unter den Ersten. Sind hier 3 andere Autos. Sehr cool. Hat sich das frühe Aufstehen wieder gelohnt? Obwohl es nicht so früh war. Nee, es war nicht so früh. Zugegeben, es gibt hier ein paar Thermen, die auch günstiger wären. Und es gibt ja wirklich eine große Auswahl in dem Gebiet. Aber ja, diese 43.000 Pesos, also etwa 43 Euro, die wir pro Person bezahlt haben, sind es, glaube ich, wirklich wert. Denn die Anlage ist so schön hergerichtet. Oder beziehungsweise, das finden wir jetzt raus. Aber das haben wir gehört und wir sind schon... Oh, ich bin voller Vorfreude. Überall dampft und plätschert es. Ich glaube, das wird richtig gut. Das ist der Wahnsinn. Also dieser Dampf, der hier überall aufsteigt. Und ich finde wirklich, diese Wege hier sind richtig schön angelegt mit diesen roten Stegen und diese Riesenblätter rundherum. Ja, es riecht ein bisschen nach Schwefel, aber es hält sich in Grenzen. Ich glaube, das wird schon gut. Ich glaube, wir werden nicht stinkend da rauskommen. Oh, das ist schön warm. 38 Grad steht hier. Meinst du, das ist zu warm für dich oder passt das? Wow, ich freue mich. Ich gehe mal rein.
es ist wirklich die Wohltat, die wir uns erhofft hatten. Die Anlage ist richtig schön gemacht. Sie heißt auch Thermas Geometricas, weil sie eben so geometrisch angeordnet ist mit diesen Stegen und dieser ganzen Infrastruktur. Und das Schöne ist, jedes Becken ist ausgeschrieben mit der Temperatur. Jetzt gerade sind wir im Becken für 38 Grad. Was richtig kalt ist. Es fühlt sich sehr kalt an, ja. Aber ja, es geht bis, ich glaube, das Wärmste war 46 Grad. Ja. Das, was wir gesehen haben. Aber das Wasser, das aus dem Fels kommt, also diese Thermalquellen, haben bis zu 90 Grad. Also alle diese Becken werden eigentlich runtergekühlt mit kaltem Frischwasser, sodass sie überhaupt erst erträglich werden. Also bei 90 Grad könnte ja niemand reingehen, da würden wir uns kochen. Aber es ist wirklich, es ist so schön und mit diesen Farnen, diesen riesen Blättern rundherum, die Natur hier, das ist ideal, es ist perfekt, es ist wunderschön. Es ist richtig warm. Es ist sehr warm. Nichts für mich. Ist eh kein Platz für 2 Personen. Doch, doch. 46 Grad, nein danke, das gibt ja hart gekochte Eier. Für mich genügen auch 41 Grad. Das ist gerade so die Grenze. 42 war mir schon fast zu warm, aber es ist schon eine richtige Wohltat hier. Oh. Mein Kopf tut weh. Kalt. Ja. Oh. Das war doch mal ein Erlebnis, oder? Ja. Wir sind aber ganz schön fertig. Ja, auf jeden Fall. Also man spürt immer noch so diese innere Wärme, aber sie macht einen auch richtig müde mittlerweile. Ja. Und hungrig. Und hungrig und ich glaube, unsere Hände sind auch komplett aufgeweicht. Aber auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man hier in der Nähe ist. Also ja. Ich glaube, das war eine der schönsten Thermen, die ich überhaupt je gesehen habe. Auf jeden Fall, für mich gilt das auch. Ja. Also es ist wirklich wunderschön. Ja, aber wir sind doch ganz schön fertig. Wir suchen uns jetzt einen Schlafplatz und machen uns einen gemütlichen Abend, oder? Ich glaube, es geht weiter mit Entspannen heute. Genau. In den nächsten Tagen heißt es Strecke machen, denn wir haben ein klares Ziel vor Augen. Patagoniens Berge und Landschaften verblassen im Rückspiegel. Ein Kapitel schließt sich, ein neues will beginnen. Ein letzter Zwischenstopp, ein kleines Ritual. Chilenische Nummernschilder für unsere Sammlung als Zeichen der Reise, die uns so prägt. Was, 3? 3. Wieso nicht? Sehr cool. Dann nehmen wir Abschied von diesem besonderen Abschnitt. Und nach langer Fahrt eröffnet sich uns endlich der Blick aufs Meer. Endlich, das Meer. Ja! Ist angekommen. Wuhu! Wie cool ist das denn? Wir haben es endlich an die Küste geschafft. Wir haben uns schon so lange drauf gefreut. Das wird großartig. Und wir hoffen natürlich, dass auch ihr uns weiter begleiten möchtet, während wir hier am Meer sind.
Hinterlasst gerne ein Abo, wenn ihr das tun möchtet. Dann verpasst ihr auch kein neues Video von uns. Wir freuen uns natürlich auch über ein Like oder auch einen Kommentar. Und wir danken euch für die Unterstützung. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Hasta luego! Auf dem